Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers mit dem nicht nur U20-Nationaltrainer, sondern auch mit dem Direktor, der für die Entwicklung des Jugendfußballs verantwortlich ist. Ihr habt eine ganz spannende Geschichte, nämlich die Trainingsphilosophie Deutschland. Hannes Wolf, erstmal hallo. Ja, hallo. Warum habt ihr euch für eine neue Trainingsphilosophie entschieden? Die Wespe ignorieren wir jetzt, die hier rumfliegt. Weil wir nicht nur das Gefühl hatten, wir wissen, dass es in der Spitze zu wenig Spieler in den Profibereich geschafft haben, die auch wirklich spielen, dass unsere Spieler im Übergangsbereich hängen bleiben, was eindeutig mit Ausbildung zu tun hat. Natürlich schafft das nicht jeder sofort in die erste, zweite, dritte Liga, aber im Verhältnis zu den anderen Ländern waren es zu wenig Spieler. Und da können wir nicht auf die Profitrainer zeigen und sagen, die wollen die nicht einsetzen. Dann müssen wir, alle, die in der Entwicklung arbeiten, in der Jugend arbeiten, einmal Gas geben und einfach sich diese Schärfe wieder vermitteln. Und da wollten wir investieren. Wir haben gemerkt, dass ein paar Sachen entstanden sind, die den Spielern nicht gut getan haben. Zu viel Taktik, zu viel gegnerorientierte Taktik. Dadurch ändert sich das jede Woche. Wenn du jede Woche 100 Minuten weniger an der individuellen Qualität arbeitest, weil du taktische Prozesse bevorzugst, dann fehlen dir diese 100 Minuten irgendwann, also nicht einmal 100 Minuten, sondern immer 100 Minuten in jeder Woche. Das hat nicht geholfen, kann aber auch der Einzelne nichts für. Es ist einfach passiert, es war so ein Trend dadurch, dass die Videos auf einmal da waren vom Gegner. Wir haben aber auch die Belastungssteuerung, wir haben Hermann Gerland, Peter Hermann in unserem Team. Deutscher Fußball steht für hartes Training, für lange 4 gegen 4. Wir können das nicht von den Minuten lösen, wenn wir trainieren, sondern wir müssen gucken, wie viel spielt jeder Spieler wirklich. Und können daraus wunderbare Brücken bauen in den neuen Kinderfußball, in die Spielformen, die wir jetzt da haben, mit dem Funinho, mit dem 3 gegen 3, mit kleineren Feldern. Und da wollen wir einfach unterstützen. Es spielen über 2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland Fußball. Deutsche Fußballkultur ist nicht nur Bundesliga und Nationalmannschaft. Wir wollten das für alle machen. Und das Produkt, was wir heute haben, wo ein tolles Team hintersteht, wo auch ganz viele Menschen hinterstehen, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und da wollen wir den Weg skizzieren, die unsere jungen Leute in Deutschland gehen. Und zwar nicht nur mal kurz, sondern über den ganzen Weg, wenn sie 5 Jahre alt sind, bis sie erwachsen sind. Also wurde tatsächlich in den letzten Jahren einfach zu wenig aufs Tor geschossen? Ist das ganz klar für dich so ersichtlich gewesen? Ja, nicht nur das. Wenn du 10 gegen 8 spielst oder 11 gegen 11 hat ein Stürmer in 90 Minuten 30 Ballkontakte. Das heißt, wenn du eine halbe Stunde 11 gegen 11 trainierst, hat der Stürmer 10-mal den Ball. In einem 5 gegen 5 oder 4 gegen 4 hat er in der gleichen Zeit 70 Ballkontakte. Und dass du darüber auch Spieler entwickeln musst. Natürlich musst du den Rest dazu bauen. Das heißt nicht, dass es kein 11 gegen 11 mehr gibt. Aber es ging um die Dosierung, es ging um die Einordnung in dem wöchentlichen Ablauf. Und das geben ja auch die Zahlen her. Ich glaube nicht, dass in Deutschland weniger talentierte Spieler wohnen. Und die Fußballbegeisterung ist ja ungebrochen in Deutschland. Die Stadien sind voll, wir haben Rekordanmeldungen überall. Aber wir wollen es einfach auch richtig gut machen. Und da ist das ein Teil von, wo die Pointierung aus den Augen verloren wurde. Auch in der Anlehnung an den Profifußball, weil da, wenn du 30 bist und 2 Kreuzbandrisse hattest, brauchst du diese Zeiten im 3 gegen 3, im 4 gegen 4 nicht mehr. Aber ein 16-Jähriger, ein 15-Jähriger, ein 17-Jähriger braucht das. Genau, bis zu welchem Alter empfehlt ihr diese Trainingsphilosophie? Ja, die Varianten, die wir heute gesehen haben, jetzt auch mit der ersten Mannschaft von Würzburg, die kannst du natürlich auch mit der Profimannschaft spielen, mit der Champions-League-Mannschaft, wird auch gemacht, aber nicht mehr in diesen Zeiten. Wir trauen uns natürlich mit den Profitrainern auch über die Varianten zu sprechen, aber nicht denen zu sagen, du musst jetzt so und so viel spielen, weil das ist nicht korrekt. Das hätte ich mir als Profitrainer auch nicht gewünscht. In der Jugend können wir das klar definieren. Minimum von mindestens 48 Minuten netto pro Spieler, das heißt, wo du wirklich spielst bis zur 16, danach noch 32 Minuten. Hört sich gar nicht so viel an, aber wenn du scharf spielst, wenn der Puls bei 180 ist, weil immer der nächste Ball kommt, dann ist das richtig Sport. Zahlen, die ihr veröffentlicht habt im Rahmen dieser Trainingsphilosophie, waren zum Beispiel, dass man im 3 gegen 3 nur ein Viertel oder 4-mal so viel Kontakte hat wie im 7 gegen 7. Habt ihr auf dem Weg zu dieser Philosophie auch in andere Länder geschaut? Frankreich, Belgien, Holland? Ja klar, wir sind ja die, das willst du in den Spielformat machen, so mit die Letzten. Das sieht man auch. Also jeder, der F-Jugend guckt, von den 14 Spielern, die da mitgespielt haben beim 7 gegen 7, waren ja effektiv nur 4 bis 6 am Ball. Die anderen waren einfach nur da. Also es ist auch ein Format, was ausschließt. Im 7 gegen 7 schreien alle Spiel ab, damit die anderen auch mal den Ball haben. Wir brauchen aber Dribbler, das heißt im 3 gegen 3 kannst du Dribbling viel mehr zulassen. Du kannst auf unterschiedlichen Niveaus mit mehreren Feldern trainieren, das ist relativ klar. Und das haben die Belgier vor Ewigkeiten umgestellt. Ich glaube, die Engländer vor 10 Jahren, die Österreicher vor 2 oder 3. Und wir sind jetzt so die hinten raus das machen. Aber ich habe das nicht erfunden, stehe da aber total gerne für ein. Oder wir als Team stehen dafür ein, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass es viel besser ist. Und im Amateurbereich, Bezirksliga, Landesliga, was würdest du da empfehlen? Im Jugend kommt auf die Altersklasse an, aber diese Erwachsenenbereich? Ja, einfach da kannst du diese Elemente, das ist das, warum alle angefangen haben mit Fußball. Kleine Spielformen, viele Aktionen, dribbeln, schießen, blocken,
auch in allen Spielphasen nicht dauernd Stopp gerufen von außen. Deswegen sollte das immer ein Teil von Training sein, aber ich würde da keine Minuten empfehlen. Aber diese Elemente und der Variantenreichtum, den wir jetzt anbieten, ist ja nicht, dass wir einfach nur 4 gegen 4 spielen, sondern wir können ja da unglaubliche Inhalte mit einbauen, auch Weiträumigkeit, Abseitslinien und so weiter und so fort, Positionsspezifik. Da kann man sehr gut mitarbeiten. Und da ist für jeden Trainer was dabei, aber in der Jugend ist es was anderes, da muss so gearbeitet werden. Da brauchen die Kinder die Möglichkeit, wachsen zu können. Die brauchen diese Freiheitsgrade auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Sie sollen wirklich Sport machen, nicht in der Schlange stehen und warten, bis sie dran sind. Da sind wir schon klar in den Aussagen für den Seniorenbereich. Ist was dabei für alle, aber da halten wir uns ein bisschen mit den Minuten und so zurück. Aber wie kriegt ihr dann auch die Trainer genau dahin, genau dieses Mindset zu entwickeln? Du hast gerade kurz angedeutet, wenn der Trainer zu oft Stopp ruft und zu oft eine Übung oder eine Spielform unterbricht. Unterbrechen wir noch zu viel? Wie kriegt ihr die Trainer dahin? Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber wir brauchen in dem Basissport brauchen wir auch die Mamas und Papas, die die Kinder trainieren. Wir wollen ihnen zeigen, wie das gutes Training nicht schwierig ist im Setting. Du kannst sportfremd sein, wenn du diese Varianten verstanden hast, wenn du verstanden hast, wie du es organisierst und die Kinder einfach spielen lässt. Dann wachsen sie auch und dann haben sie die Chance, gut zu werden. Dann kannst du als Trainer, als Trainerin da reinwachsen. Und damit stärken wir natürlich auch Ehrenamt, nehmen auch Hemmungen für Mamas und Papas, die Kids zu trainieren. Weil keiner will ja im Winter seine Kinder 7 Tage zu Hause haben im iPad. Den Kampf kannst du nicht gewinnen. Deswegen sind alle froh, dass sie im Sportverein sind. Aber dann müssen wir es da auch gut machen. Und da müssen wir alle unterstützen, dass sie die Chance haben, gutes Training zu machen. Das ist mit dieser Rezeptur möglich. Das ist nicht schwierig und das können auch Menschen, die eigentlich nicht vom Fußball kommen. Und natürlich ist das dann auch da wieder nach oben offen über die Qualifizierung, dass du Dinge dazu bauen kannst und da reinwachsen kannst. Aber wir brauchen die Menschen im Ehrenamt auf all den wunderbaren Sportplätzen in Deutschland, die Training machen für die Kinder. Also was ist die Vision? Wo soll die Reise hingehen? Ja, dass wir es für alle gut machen, dass wir den Weg skizzieren können und dass wir in allen Altersbereichen irgendwann auch über die Schule und über den offenen Ganztag, auch dazu haben wir uns geäußert, am Wochenende in den Spielformaten, aber auch im Training einfach nicht nur die Kinder zum Sport bekommen, sondern dass das, was sie da erleben dürfen, einfach top ist und kindgerecht ist und dass sie all diese wunderbaren Aspekte, die Fußball hat, auf körperlicher Ebene, auf technisch-koordinativer Ebene, aber auch mental und sozial, dass sie all das erleben dürfen, hochdosiert und daraus werden großartige Spiele entstehen. Dann zum Schluss, wie fällt dein Zwischenfazit bisher aus? Ihr habt die Trainingsphilosophie ja schon sehr oft und häufig an den Mann gebracht. Ihr seid auf YouTube, macht alles öffentlich, was rund um diese Trainingsphilosophie Deutschland passiert. Wie fällt bisher dein Zwischenfazit aus? Sehr positiv, weil wir extrem viel Unterstützung haben. Es geht auch nicht darum, dass jeder jede Variante versteht, aber alleine, wenn die Nachwuchsleistungszentren, und das passiert, ihre Nettospielzeit in den kleinen Spielformen anfangen zu zählen pro Spieler, da haben wir Einfluss. Wir haben wahnsinnig viel Unterstützung, DFB intern in der Talentförderung, in der Trainerausbildung, mit den Stützpunkten, aber auch in den Landesverbänden und auch in den Vereinen. Und deswegen sehr positiv, wenn jemand fragt, kriegt ihr alle? Nein, keiner kriegt alle. Aber wir haben schon ganz schön viele Leute erreicht, was heutzutage gar nicht so einfach in diesem Grundrauschen, was es gibt. Weil du kannst jede Sportdoku gucken, kannst überall mit in die Kabine. Und da müssen wir schon sehr konstant und auch ein bisschen penetrant kommunizieren, damit das bei den Leuten ankommt, weil sonst verpufft es in dem Rauschen. Aber das haben wir verstanden, deswegen ziehen wir das einfach durch. Dann vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Alles Gute, Hannes Wolf. Danke. Vielen Dank. Danke dir, Hannes.